Die rätselhafte Geschichte von Dwarka, die im Mahabharata oft als die verlorene Stadt Krishnas gefeiert wird, beginnt mit einer Mischung aus Mythos und Realität, in der alte Texte und moderne Ausgrabungen ineinandergreifen, um eine Zivilisation zu enthüllen, die einst blühte und dann auf mysteriöse Weise im Meer verschwand. Is the continuous flooding of this coastline. And the science tells us that we're here inland to what was once an enormous antediluvian domain extending more than 50 kilometers out to sea. The archaeological surveys here haven't even begun to test the myth. 100% man-made. What on earth is it? It may be the base for a colony. Dwarka was a beautiful city. It was on the coast and it was the home base of the god we know as Krishna. Die Reise ins Herz dieser Legende führt uns durch ein Labyrinth historischer und mythologischer Erzählungen, die jeweils ein Licht auf die Größe und das Geheimnis dieser antiken Stadt werfen. Die Geschichte von Dwarka ist eng mit den Erzählungen der hinduistischen Mythologie verknüpft, insbesondere mit dem Leben und der Zeit von Lord Krishna, einer der am meisten verehrten und rätselhaftesten Gottheiten des Hinduismus. Die Erschaffung von Dwarka ist eine Geschichte himmlischer Ingenieurskunst und göttlichen Willens. Man geht davon aus, dass die Stadt an der Westspitze des indischen Subkontinents liegt und unter der Leitung von Vishwakarma, dem göttlichen Architekten, erbaut wurde. Sie war ein Wunderwerk aus palastartigen Gebäuden aus Gold, mit Edelsteinen gesäumten Straßen und mit himmlischen Bäumen geschmückten Gärten. Die Stadt war nicht nur ein Inbegriff materiellen Reichtums und Schönheit, sondern auch eine Festung, uneinnehmbar für alle äußeren Bedrohungen. Dwarka war mehr als nur die physische Manifestation einer Stadt. Es stellte eine utopische Gesellschaft dar, in der Gerechtigkeit, Wahrheit und Dharma an oberster Stelle standen. Unter Krishnas Herrschaft wurde es zu einem Zentrum spirituellen und kulturellen Lernens und zog weise, Gelehrte und Gläubige von nah und fern an. Die Mythologie von Dwarka erreicht ihren Höhepunkt, nachdem Krishna die Welt verlassen hat. Es heißt, dass die Stadt, die er mit so viel Liebe geschaffen hatte, nach Krishnas Verlassen seines irdischen Wohnsitzes mit einer Reihe katastrophaler Ereignisse konfrontiert war. Gewaltige Fluten überschwemmten die Stadt und innerhalb weniger Tage versank das glorreiche Dwarka im Meer und hinterließ in den heiligen Texten nur Spuren und Erinnerungen. Aber ist an all den Geschichten und Legenden dieser anspruchsvollen antiken Metropole etwas Wahres dran? Existierte es tatsächlich und überbrückte es die Kluft zwischen Mythologie und Geschichte? Oder ist es lediglich ein Produkt der kollektiven Vorstellungskraft, ein Symbol kulturellen Anspruchs? Jahrhundertelang war die Geschichte von Dwarka auf die Seiten heiliger Texte wie dem Mahabharata und den Puranas beschränkt. Der Wendepunkt kam jedoch im 20. Jahrhundert, als Meeresarchäologen und Historiker begannen, die Möglichkeit zu untersuchen, dass diese mythologische Stadt eine Grundlage in der Realität haben könnte. Dr. Shikaripura Ranganatha Rao, ein bedeutender indischer Archäologe, war von der Geschichte Dwarkas so fasziniert, dass er sein Leben der Aufklärung der Geheimnisse dieser legendären Stadt widmete. Seine Suche begann mit der Stadt Bet-Dwarka, einer Insel mit Blick auf den Golf von Kutch, die den Grundstein für eine Reihe bemerkenswerter Entdeckungen legte. Bet-Dwarka, von dem einst angenommen wurde, dass es der Ort des mythischen Dwarka sei, enthüllte unglaubliche Spuren der Geschichte, die tief unter der Oberfläche begraben lagen. Bei den Ausgrabungen von Dr. Rao wurden Beweise dafür gefunden, dass die Fundamente der Stadt Tausende von Jahren alt waren. Das Vorhandensein von 6 unterschiedlichen städtischen Siedlungsschichten deutete auf einen kontinuierlichen Prozess des Wiederaufbaus und der Neubesiedlung hin und deutete auf die alte und dauerhafte Natur der Stadt hin. Dieser erste Befund zeigte auch die mögliche Existenz einer viel älteren, größeren Stadt, vielleicht dem Dwarka von Krishna aus dem Mahabharata. Doch die Legende von Dwarka
sprach von einer Stadt, die unter dem Ozean verloren ging. Dies veranlasste Dr. Rao, seinen Blick auf die Gewässer rund um Betdwarka zu richten. Seine Unterwasserexpeditionen brachten etwas Bemerkenswertes zutage. Es gab die Überreste einer vergangenen Zivilisation, einer, die vielleicht einst unter den Wellen in Pracht und Erhabenheit gedieh. Steinstrukturen und Artefakte liegen still auf dem Meeresboden und bergen die Geheimnisse einer vergessenen Stadt, die einst mit der größten Stadt ihrer Zeit mithalten konnte. Die Geschichte verdichtete sich, als Dr. Rao sich in die Bucht von Cambay wagte, wo unter rund 37 Meter Wasser Ruinen lagen, die groß genug waren, um das heutige Manhattan in den Schatten zu stellen. Diese verborgenen Geheimnisse deuteten auf eine Stadt hin, die so alt war, dass sie die Welt in einer von der Geschichte nicht aufgezeichneten Zeit hätte bezeugen können. Es gab Spekulationen, dass diese versunkene Metropole sogar auf die jüngere Dryaszeit vor etwa 12.500 Jahren zurückgehen könnte. Damit wäre Dwarka eine der ältesten bekannten versunkenen Städte der Welt. Dr. Raos Entdeckung von Dwarka stellte die lang gehegten Überzeugungen über die Chronologie des menschlichen Fortschritts in Frage und deutete auf eine Zivilisation hin, die vor der bekannten Geschichte existierte. Seine Entdeckungen entzündeten einen Funken in der archäologischen Gemeinschaft. Ein Funke, der weiterhin die Suche nach einem Verständnis für die tiefe und mysteriöse Vergangenheit unserer Vorfahren antreibt. Die Bedeutung dieser Erkenntnisse war monumental. Wenn Taucher in die Tiefe hinabsanken, wurden sie von einer surrealen Landschaft aus antiken Bauwerken begrüßt. Das auffälligste Merkmal dieser Ruinen ist der massive, gut organisierte Grundriss, der auf ein fortgeschrittenes Verständnis von Stadtplanung und architektonischem Design schließen lässt. Die Stadt offenbarte ein Netz von Straßen und Wegen, gesäumt von früheren Gebäuden, Marktplätzen und Tempeln. Die in Dwarka verwendeten Bautechniken sprachen Bände über den Einfallsreichtum und das Können seiner Bauherren. Die Bauwerke bestanden überwiegend aus Stein, insbesondere aus großen Sandstein- und Kalksteinblöcken. Diese Steine wurden fachmännisch geschnitten und zusammengefügt. Eine Technik, die sich in den präzisen Winkeln und ineinandergreifenden Verbindungen der Blöcke zeigt. Das Fehlen von Mörtel in diesen Konstruktionen deutet auf die Beherrschung des Trockenmauerwerks hin, einer Methode, die auf dem präzisen Schneiden und Wiegen von Steinen beruht, um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Unter den Ruinen findet man Überreste von möglicherweise prächtigen Palästen und öffentlichen Gebäuden. Diese Gebäude zeigen aufwendige Schnitzereien und Skulpturen, von denen einige trotz Jahrhunderten unter Wasser immer noch erkennbar sind. Die Schnitzereien zeigten Szenen aus der hinduistischen Mythologie, Blumenmuster und geometrische Muster. Jeweils eine stille Erzählung vom vergangenen Glanz der Stadt. Die Unterwasserstadt weist auch Hinweise auf hochentwickelte Wassermanagementsysteme auf. Es gab Überreste von möglichen Stauseen, Brunnen und Kanälen, die auf ein komplexes System zum Sammeln und Verteilen von Wasser hindeuten. Dieses System wäre für eine Stadt in Küstennähe von entscheidender Bedeutung gewesen, insbesondere für die Bewirtschaftung des Süßwassers und die Sicherstellung seiner Verfügbarkeit für die Stadtbewohner. Darüber hinaus weist die Entdeckung eines Hafen- oder Hafengebiets auf die Bedeutung von Dwarka als maritimes Zentrum hin. Das Vorhandensein von Ankersteinen und Strukturen, die Stegen und Docks ähneln, lässt darauf schließen, dass die Stadt ein geschäftiger Hafen war, in dem Handel und Gewerbe mit anderen Zivilisationen betrieben wurden. Diese maritimen Bauwerke, die mit der gleichen Präzision und Geschicklichkeit wie die Gebäude der Stadt errichtet wurden, unterstreichen die fortschrittlichen technischen Fähigkeiten der Menschen in Dwarka. Als Archäologen und Historiker die Unterwasserruinen von Dwarka weiter erforschten und untersuchten, entdeckten sie weitere Schichten der Historie dieser antiken Stadt. Die verwendeten Materialien, die Bautechniken und die architektonischen Entwürfe weisen alle auf eine für ihre Zeit äußerst fortschrittliche Zivilisation hin.
Wissenschaftler und Forscher haben postuliert, dass solch fortschrittliche Bautechniken auf ein tiefes Verständnis der Geometrie, Physik und Materialwissenschaft hinweisen, das weit über das hinausgeht, was den alten Zivilisationen in dieser Region bisher zugeschrieben wurde. Viele Theorien und Hypothesen entstanden, um das Geheimnis um Dwakas Untergang und die katastrophalen Ereignisse zu lüften, die zu seinem Verschwinden geführt haben könnten. Wie bereits erwähnt, wurde die Stadt Dwaka der hinduistischen Mythologie zufolge durch göttliches Eingreifen erbaut und später nach einer Reihe katastrophaler Ereignisse, die eng mit dem Abgang von Lord Krishna verbunden waren, überschwemmt. Geologische Theorien versuchen, eine wissenschaftliche Erklärung für das Untertauchen von Dwaka zu liefern. Eine prominente Hypothese besagt, dass die Stadt Opfer des steigenden Meeresspiegels wurde, der möglicherweise mit dem Abschmelzen der Gletscher am Ende der letzten Eiszeit zusammenhängt. In dieser als jüngere Dryas bekannten Zeit kam es zu erheblichen Klimaveränderungen, die zur Überschwemmung von Küstengebieten hätten führen können. Das Untergehen von Dwaka könnte daher eine Folge dieser natürlichen klimatischen Veränderungen sein, die mit den Zeitplänen übereinstimmen, die durch archäologische Unterwasserfunde nahegelegt wurden. Eine andere Theorie geht davon aus, dass tektonische Aktivitäten wie Erdbeben oder Bodensenkungen eine Schlüsselrolle beim Untergang der Stadt spielten. Die Region, in der Dwaka liegt, ist seismisch aktiv und es ist plausibel, dass seismische Ereignisse zum Untergang der Stadt geführt haben könnten. Geologische Aufzeichnungen und Sedimentanalysen aus dem Gebiet liefern einige Hinweise auf seismische Aktivität, die mit dem Zeitpunkt des Abtauchens von Dwaka korrelieren könnten. Auch die Hypothese einer Katastrophe, möglicherweise eines Tsunamis, wurde als Ursache für Dwakas Untergang in Betracht gezogen. Tsunamis, die durch Unterwassererdbeben oder andere seismische Ereignisse ausgelöst werden, können insbesondere in Küstenstädten wie Dwaka weitreichende Zerstörungen anrichten. Eine solche Katastrophe hätte die Stadt verschlingen und die versunkenen Ruinen zurücklassen können, die wir heute finden. Diese wissenschaftlichen Theorien werden durch die Erforschung des mythologischen und historischen Kontextes rund um Dwaka weiter bereichert. Die Stadt, wie sie in alten Texten beschrieben wird, war nicht nur eine physische Einheit, sondern ein Symbol der göttlichen und kosmischen Ordnung. Ihr Untergang wird oft als Metapher für die Vergänglichkeit menschlicher Errungenschaften und den unvermeidlichen Kreislauf von Schöpfung und Zerstörung interpretiert, der das Universum beherrscht. Mythologischen Berichten zufolge war Dwaka nicht nur ein Zentrum von kultureller und wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch ein zentraler Akteur in den alten Kriegserzählungen Indiens. Die Beschreibungen von Dwaka als einer riesigen Festung in diesen Texten vermischen oft das Mystische mit dem Kampfhaften und lassen auf eine Stadt schließen, die ebenso spirituell bedeutsam wie strategisch beeindruckend war. Einer dieser überzeugendsten Aspekte von Dwakas Verbindung zur antiken Kriegsführung ist die Möglichkeit fortschrittlicher Waffen- und Militärtechnologie. Das Mahabharata und andere vedische Texte beschreiben Waffen- und Kampftaktiken, die zwar oft göttlichen oder mystischen Quellen zugeschrieben werden, aber auf ein ausgefeiltes Verständnis der Militärwissenschaft hinweisen. Diese Beschreibungen enthalten Hinweise auf Luftfahrzeuge namens Vimanas, leistungsstarke Sprengstoffe und fortschrittliche Massenvernichtungswaffen, die, wenn man sie nicht nur als Allegorie versteht, auf eine Gesellschaft mit einem hochentwickelten militärisch-industriellen Komplex schließen lassen. Die Theorien über Dwakas fortschrittliche Militärtechnologien berühren auch die umfassende Frage der alten indischen Wissenschaft und Technologie. Die vedischen Texte, die nicht nur mythologische Erzählungen, sondern auch Abhandlungen über Mathematik, Astronomie und Physik umfassen, bieten einen Einblick in die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Zeit. Die Möglichkeit, dass einige dieser Kenntnisse im Bereich der Militärtechnologie angewendet wurden, stellt ein faszinierendes Forschungsergebnis dar. Darüber hinaus hat die Beschreibung der Schlachten im Mahabharata, insbesondere der Einsatz verheerender Waffen, die weitreichende Zerstörungen anrichten könnten, einige dazu veranlasst, Parallelen zu modernen Massenvernichtungswaffen zu ziehen. Diese Parallelen sind zwar spekulativ, lassen aber die Möglichkeit aufkommen,
dass antike Zivilisationen wie Dwarka Zugang zu äußerst zerstörerischen Militärtechnologien hatten oder diese zumindest konzipierten. Je mehr wir über die versunkene Stadt Dwarka herausfanden, desto mehr verflochten sich die Fäden aus Geschichte, Mythologie, Archäologie und Wissenschaft und bildeten ein reichhaltiges Geflecht, das nicht nur die Größe einer alten Zivilisation darstellt, sondern auch unser Verständnis der Vergangenheit herausfordert. Die Erkundung von Dwarka war eine Odyssee, die über bloße Entdeckungen hinausgeht und tiefgreifende Einblicke in die Geschichte der Menschheit, den technologischen Fortschritt und die kulturelle Entwicklung bietet. Wie die akribische Arbeit von Archäologen wie Dr. Rau und historische Texte zeigten, ist Dwarka mehr als nur eine Stadt. Sie ist ein Beweis für die anspruchsvolle Stadtplanung, das architektonische Können und die technologischen Innovationen einer Zivilisation, die vor Tausenden von Jahren florierte. Die Unterwasserruinen spiegeln mit ihren komplizierten Designs und fortschrittlichen Bautechniken eine Gesellschaft wider, die nicht nur hinsichtlich der Infrastruktur fortschrittlich war, sondern auch von einer reichen kulturellen und spirituellen Essenz durchdrungen war. Diese Konvergenz von Mythos und Tatsachen bietet eine einzigartige Perspektive auf die antike Welt, in der Legenden und Folklore oft Kerne der Wahrheit enthalten, die in historischen Ereignissen und gesellschaftlichen Errungenschaften verwurzelt sind. Dwarka ist daher nicht nur eine archäologische Stätte, es ist ein Schlüssel zum Verständnis der Geheimnisse unseres antiken Erbes.